Hallo! Heute ist der nächste Tag der Dachdeckung, beziehungsweise jetzt erstmal des Anbringens der Rinne. Heute ist richtig gutes Wetter und von daher mache ich heute allein weiter und hoffe, dass ich es heute schaffe, die Rinne da einzuhängen. Gar nicht so einfach, hier die Baustelle alleine einzurichten. Ich bin jetzt wieder oben auf dem Dach und habe bereits die untere Betonbahn hochgeklappt. Jetzt geht es wieder daran, weiter auszubeiteln. Ich habe alle Einsätze für die Rinnenhalter ausgestemmt mit dem Stechbeitel. Jetzt geht es darum, die Rinnenhalter zu biegen und einzusetzen. Und vorher zeige ich euch noch einmal kurz das Ergebnis der Stemmarbeiten. Hier passen jetzt wunderbar die Rinnenhalter rein. Und das habe ich bis ganz hinten gemacht. Als nächstes werde ich jetzt eine Schnur spannen von dieser Seite der Traufe bis nach da ganz hinten und das mache ich in der Mitte von dem Rinneneinhang und an der Vorderseite und dann kann ich meine Rinneneisen markieren, wo sie gebogen werden sollen. Und dann ist idealerweise ein Gefälle vorhanden in diese Richtung und dann kann das Wasser da ablaufen, wenn die Rinne eingehangen ist. Also hier wird die Schnur befestigt und hier vorne. Dann kann ich die weiteren Rinneneisen an die Schnur anhalten. Das Gefälle von hier nach ganz da hinten ist ja schon bestimmt und dann kann ich die anderen Rinneneisen an die Schnur anhalten. Nun habe ich beide Schnüre gespannt und die sind auch straff. Jetzt geht es darum, die Rinnenhalter zu biegen. Das habe ich ja noch nie gemacht, das hat gestern Corinna gemacht. Von daher
Fingers crossed. Jetzt meine 2 Schnüre, die auch schön straff sind, bis nach da ganz hinten laufen. Jetzt zeichne ich mir die 20 Rinneneisen an, die noch zwischen die beiden kommen, die schon befestigt sind. An den Rinnen ist nämlich bereits angezeichnet, wo die Rinne ist oder wo die Rinne aufhört. Und von der Linie aus muss ich jetzt mir eine anzeichnen, wo ich dann letztlich die Biegezange ansetze. Und dadurch, dass ich auf diese 20 Rinneneisen insgesamt 40 mm hochkommen will von dem Strich, sind das dann pro Rinneneisen 2 mm. Und die zeichne ich mir jetzt an. Mit einer Wasserwaage, alles mit einem Strich. Jetzt ist hier das Gefälle angezeichnet. Als nächstes werde ich mir mit dem Winkel das jetzt überwinkeln, gerade zeichnen und dann weiß ich, wo ich biegen kann. Alles angezeichnet. Jetzt geht's ums Biegen. Mit dem richtig gebogenen Stück stelle ich mir jetzt hier mit dieser Schraube genau den Winkel ein, damit ich den überall gleich einstellen kann, beziehungsweise gleich biegen kann. Tja, also hier merke ich auf jeden Fall, dass mir die Erfahrung fehlt. Einmal den Winkel einstellen und dann auf alle Eisen übertragen, ist nicht ganz so straightforward. Ich muss da schon jedes Mal noch ein bisschen korrigieren. Aber ich habe jetzt auch schon 1, 2, 3, 4 Stück gemacht. Kommt ganz gut voran. Und ich denke, ja, ich werde da jetzt in der nächsten Zeit mit fertig und dann machen wir den Flusstest.
Yay, es sind überall die Rinnenhalter dran. Und ich habe schon mal 1-2 mit der Wasserwaage überprüft. Das Gefälle scheint zu stimmen. Ja, ich bin zuversichtlich, dass wenn ich da gleich die Rinne einhänge, das auch funktionieren wird beim Abflusstest. Als nächstes werde ich jetzt den Stutzen ansetzen, wo das Wasser dann letztlich abläuft. Und dann zeichne ich den an und schneide ein Loch dafür. Und danach kommt der Rinnenboden dran. Der wird dann gelötet. Und als erstes setze ich mir jetzt mal die Rinne ein. Provisorisch. Nun kann ich mir hier mein Gefälle noch überprüfen. Ist vorhanden. Jetzt habe ich hier im Durchmesser des Fallrohrs den Ausschnitt gemacht. Und als nächstes werde ich das ein bisschen nach unten kanten mit dem Hammer. So sieht jetzt hier das Loch aus. So auf der Unterseite. Das Loch ist jetzt ziemlich gut geworden. Ich habe es einfach mit einer Kombizange so ein bisschen zurechtgebogen, so dass es quasi eine Lippe nach unten macht. Und das ist sehr rund geworden, sehr schön geworden. Als nächstes kommt jetzt dann das Einlöten des Rinnenbodens. Dafür habe ich mir einen Lötkolben, einen Weichlötkolben besorgt. Und jetzt wird erstmal das Ende der Rinne so ein bisschen umgekantet, sodass ich da dann eine Wasserfalz herstellen kann am Rinnenboden. Und wenn das erledigt ist, dann kommt die Lötaktion. Hier habe ich das jetzt umgekantet, sodass das so ein bisschen eine Lippe nach außen macht. Und jetzt kommt der Rinnenboden da drauf. Ich habe mir da im Vorfeld einige Videos zu angeschaut, wie das genau geht mit dem Umkanten. Und in allen Videos von unterschiedlichen Herstellern war immer die Rede von irgendeinem Spezialwerkzeug, was man dafür braucht. Ich habe das jetzt letztlich hier einfach mit der Kombizange gemacht und finde, bisher geht das auch ganz gut. Also gegebenenfalls braucht man dieses ganze Spezialwerkzeug nicht. Aber schauen wir mal. Ich mache mal fertig und dann machen wir den ersten Flusstest. Hier kommt jetzt nämlich so der Rinnenboden drauf. Und dann kann letztlich ein Wasserfalz hergestellt werden, indem ich den Rinnenboden dann so zukneife, um diese Falz, die ich hier hergestellt habe.
So sieht jetzt hier mein Rinnenboden aus, den ich hier dran gefalzt habe. Also ich würde sagen, es geht. Man kriegt die Bleche schon sehr gut zusammen. Aber ja, es ist mit der Kombizange schon anstrengend. Also ich denke mal, wenn man mehrere daran macht, könnte man sich überlegen, so ein bisschen Spezialwerkzeug anzuschaffen. Give or take. Es ging jetzt auch. Also ich denke mal, ich komme mit der Kombizange schon irgendwie klar. Als nächstes werde ich jetzt den Rinnenboden festlöten mit dem Weichlötverfahren. Und dafür habe ich mir hier so einen Lötkolben besorgt und so eine kleine portable Flasche, die man selber befüllt. Und als erstes kommt mal hier so ein bisschen Flussmittel drauf, damit das Lot dann hoffentlich durch die Kapillarwirkung sich schön zwischen die Bleche zieht und ich so eine kleine Wulst habe, die das Blech dann verschließt. Ja, Löten mit so einem größeren gasbetriebenen Lötkolben ist auf jeden Fall was anderes, als mit einem elektrischen Kabel zu löten. Von daher noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gas geht auch relativ schnell leer, aber ich denke, wir kriegen da eine wasserdichte Falz hin. Das ist jetzt hier meine erste Verlötung. Sieht gut aus. Also das Weichlöten in so einer Rinne gar nicht so einfach. Es gibt ja dieses Gefälle von der Rinne durch die Rundung zu beachten und da muss man irgendwie immer so ein bisschen die Rinne kippen, damit das Lot auch überall hinkommt. Jetzt kommt der Wassertest. Es funktioniert. Jetzt geht es darum, die restlichen Rinnen einzuhängen. Wow, also es wird immer komplizierter hier zu agieren, weil einfach so wenig Platz ist zwischen Gerüst und Rinnenhalter, beziehungsweise der Regenrinne. Ja, ich sag mal so, jetzt wird einfach die Rinne noch eingehangen und ich glaube, dann mache ich auch mal Feierabend. Ich habe alle Rinnenteile eingehangen. Jetzt muss ich bestimmen, wo ich abschneide. Yay, die Rinne ist abgeschnitten. Das hat bisher echt alles ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Und sie passt ganz genau. Ich zeige euch jetzt einmal das Ergebnis. Und dann mache ich den letzten Rinnenboden drauf. Und dann können die Rinnen miteinander verlötet werden. Hier muss noch der Rinnenboden drauf. Und dann laufen die bis da hinten. Der ultimative Test, hier das Wasser bleibt in der Rinne und der Rinnenboden ist dicht.
Okay, es wird langsam spät. Ich habe beschlossen, ich löte jetzt noch die Rinnen aneinander, mache den Flusstest und dann gibt's Feierabend. Jetzt habe ich alle Rinnenteile zusammengelötet. Und jetzt kommt endlich der große Flusstest. Wow, was für ein langer Tag. Jetzt ist es wirklich schon spät geworden und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und daher gibt es jetzt Feierabend. Die Rinne ist hier hinter mir installiert und beim nächsten Mal installieren wir die Bleche, die dafür sorgen, dass das Wasser vom Dach in die Rinne läuft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, sagt in den Kommentaren, was ihr haltet von der Qualität unserer Arbeit oder schreibt mal rein, ob ihr selber schon mal eine Dachrinne installiert habt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.